Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal Wissenschips. Heute möchte ich dir zeigen, wie die Königsstruktur der Biochemie, die DNA-Doppelhelix, genau funktioniert. Hierzu habe ich mir ein einfaches Stapelmodell überlegt, das du aus Holzbauklötzen selber nachbauen kannst. Zusätzlich findest du hier unten im Link der Videobeschreibung ein Papier-Origami-Modell, das du selber nachfalten kannst. Es handelt sich also heute um ein Mitmachvideo zum Nachbauen, Verstehen und Staunen. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß. Bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts war es völlig unklar, ob die DNA überhaupt der Träger der Erbinformation ist. Grund war, dass es zu diesem Zeitpunkt noch keine ausreichend experimentellen Daten und vor allem auch Strukturaufklärungsmethoden gab, die erst 1910 und 1920er Jahre entwickelt wurden. Vor allem die Massenspektrometrie und die Röntgenstrukturanalyse waren hier wichtige Messprinzipien, um die Struktur von Molekülen ermitteln zu können. Erst in den 1930er Jahren gab es einen ersten Vorschlag, wie die Bausteine der DNA aussehen, die Nukleotide. Sie bestehen aus 3 Teilen, einem Basenteil, einem Zuckerteil, der sogenannten Desoxyribose, und einem Phosphatteil, der sich von der Phosphorsäure ableitet. Die Nukleotide sind auch namensgebend für unsere heutige DNA. Die DNA leitet sich ab aus der Abkürzung der Vorbuchstaben Desoxyribo, das sich ergibt aus dem Zuckeranteil, Nuklein aus dem Anteil, weil die DNA als erstes in Kernen entdeckt wurde, und Acid aus dem Phosphatanteil, da es sich hier um eine Phosphorsäure handelt. Die Basen selber sind Adenin und Thymin, Cytosin und Guanin. Erst in den 1944er Jahren konnte mit Sicherheit festgestellt werden, dass die DNA der Träger der Erbinformation ist. Davor gab es kontroverse Diskussionen, ob es nicht doch die Proteine seien, die aufgrund ihrer komplexen Struktur doch besser in der Lage sein sollten. Es zeigte sich aber auch, dass die Basenpaare Adenin und Thymin, Cytosin und Guanin immer im Verhältnis 1:1 zueinander gefunden werden. Daraufhin entbrannte ein Wettstreit, wer die Struktur der DNA als erstes entschlüsseln konnte. Und es dauerte immer noch fast ein ganzes Jahrzehnt, von 1944, bis dann die DNA-Struktur endlich entschlüsselt war. Die Doppelhelix ist nichts anderes wie eine Art Wendeltreppe, die über 2 Holme und in der Mitte über die Basenpaare gebildet wird. Wie ihr erkennen könnt, handelt es sich hier um eine Helix, und Helixstrukturen können eine Links- oder Rechtsgängigkeit besitzen, wie eine Schraube eine links- oder rechtsgängige Schraube sein kann. In unserem Fall ist die DNA eine rechtsgängige Schraube. Wir erkennen das, indem wir mit der rechten Hand in diese Schraube reingreifen und der Daumen in Steigungshöhe zeigt. Wenn das mit der rechten Hand erfolgt, haben wir eine rechtsgängige Schraube. Das ist für die spätere Funktion der DNA wichtig, weil es muss eindeutig geklärt sein, ob es um eine links- oder rechtsgängige Schraube handelt, da die Ablesung wieder mit Proteinen erfolgt, die genau komplementär zu dieser Schraube sind. Schauen wir uns die Chemie des Aufbaus etwas genauer an. Dann sehen wir, dass die Rückräder hier in Blau und in Rot dargestellt aufgebaut sind aus unseren Desoxyribose-Einheiten und zusätzlich diese getrennt sind durch Phosphateinheiten. Wir haben hier oben eine sogenannte 5'-Phosphatgruppe, die an der 5'-OH-Gruppe des Zuckers angehängt, und im unteren Bereich 2 Zucker mit einem sogenannten Phosphodieester verbrückt sind. Wichtig, dass die Synthese später immer von der 3'-OH-Gruppe erfolgt und über eine weitere Phosphodieesterbindung zu dem nächsten Zucker führt. Das heißt, am oberen Ende haben wir eine 5'-Phosphatgruppe, am unteren Ende haben wir immer eine freie 3'-OH-Gruppe in der DNA. Das gleiche gilt natürlich auch für den anderen Strang, bloß wir werden sehen, der ist in der entgegengesetzten Richtung konfiguriert. Die Phosphatgruppen führen dazu, dass die beiden Stränge im Außenbereich der DNA negativ geladen sind. Wir haben hier auch einen Durchmesser von ca. 2 Nanometern, was die DNA beinhaltet. Wir wollen jetzt auf den inneren Bereich der DNA zu sprechen kommen,
Ihr seht hier farbig dargestellt die Nukleobasen, die jetzt wie Stufen in dieser DNA drin liegen. Es handelt sich hier um heterozyklische Aromaten, die flach sind wie eine Flunder, also eine flache Struktur bilden. Deswegen bezeichnen wir diese als planar und wasserabweisend sind, also hydrophob. Wir hatten ja gerade gesehen, im Außenbereich hatten wir negative Ladungen, die sind hydratisiert mit Wasser und im Innenbereich haben wir jetzt praktisch hydrophobe Wechselwirkungen auch unter diesen Aromaten, die dann dazu führen, dass die Aromaten hier im inneren Bereich sich finden und sich die Struktur selber organisiert und selbst bildet. Wir sprechen hier auch von komplementären Basenpaarungen, die immer über eine Purin- und eine Pyrimidinbase erfolgen. Hier gezeigt Adenin mit A abgekürzt und Thymin mit T abgekürzt, in Blau und in Lila, die über zwei sogenannte Wasserstoffbrückenbindungen miteinander paaren. Die Paarungen sind nicht fix, sondern können natürlich gelöst werden. Zusätzlich gibt es noch Cytosin und Guanin, die über drei Wasserstoffbrückenbindungen miteinander paaren, also etwas fester miteinander verbunden sind. Deswegen hier auch unterschiedliche Symbolik, hier ein Dreieckssymbol und hier ein rundes Symbol, um zu zeigen, dass es sich hier um eine etwas andere Art der Verbindung handelt. Wichtig ist, dass wir zusammenfassen, dass sich immer Purin und Pyrimidin in diesen Schichten sozusagen abwechseln als Treppenstufe. Die Höhe einer Windung jetzt von dieser Helix sind 10 Basenpaare, das heißt genau eine Spiralwindung hätte eine Höhe von 10 Basenpaaren und eine Höhe von 3,4 Nanometern. Da das alles sehr theoretisch ist, möchte ich euch das Ganze an einem einfachen Modell etwas näher bringen, was eine Doppelhelix wirklich ist. Dazu könnt ihr einfache Holzbausteine nehmen, die ihr mit einem doppelseitigen Klebeband verbinden könnt. Und das sollen die temporären Wasserstoffbrückenwechselbindungen darstellen. Wie ihr erkennen könnt, habe ich hier oben auch noch eine Beschriftung angebracht. Ihr könnt eine Vorlage dazu unten in der Videobeschreibung finden, mit der ihr die Basenpaarung einfach ausschneiden könnt und auf die Bausteine kleben. Zusätzlich könnt ihr aus dieser Papiervorlage, wenn ihr etwas geschickt seid, ein sehr schönes und flexibles DNA-Helix-Modell aufbauen. Diese Flexibilität, auf die werde ich später noch eingehen wollen, die auch sehr wichtig ist zu beachten, dass es sich nicht um eine starre Struktur handelt. Aber kommen wir zurück zu unseren Bausteinen. Wir beschriften also unsere Bausteine, kleben sie zusammen und hätten dann Basenpaarung Adenin und Thymin, hier mit 2 Wasserstoffbrückenbindungen, 2 Striche oder 3 Striche hier, Cytosin und Guanin, die wir hier über das doppelseitige Klebeband miteinander verbinden. Wir nehmen jetzt, weil wir eine dieser Helix-Schraubensteigungen nachbilden wollen, 10 dieser Basenpaare, legen die aneinander, kleben die zusammen, legen die aneinander und wir bekommen dann auch einen sogenannten antiparallelen Ablauf. Das heißt, von unten nach oben sind die genau umgekehrt angeordnet. Wenn wir jetzt eine Stapelung beginnen, eine halbe Umdrehung, dann hätten wir jetzt eine halbe Helix und wieder mit 5 Bausteinen mehr, mit 10 Bausteinen insgesamt hätten wir dann eine gesamte Umdrehung, die eine rechtsgängige Helix bildet, wie wir es hier erkennen können in der Seitenansicht, wenn wir mit der rechten Hand reingreifen. Das Ganze, damit man es sich besser vorstellen kann, habe ich euch in einem kurzen Film zusammengefasst. Hier nochmal die 10 Bausteine, die wir jetzt aufeinander stapeln. Wir nehmen jetzt die ersten 5 Bausteine, machen eine halbe Umdrehung und nehmen dann weitere 5 Bausteine, um eine gesamte Umdrehung zu machen. Wir bekommen dann eine Doppelhelix und das Besondere an der Doppelhelix ist, wir können jetzt von der einen Seite auf die Helix hochlaufen und auf der Gegenseite wieder runterlaufen. Das heißt, wir haben eine doppelte Treppenstufe und das möchte ich euch im nächsten Film zeigen, indem wir jetzt die Basenfolge ablesen. Wir starten jetzt unten in die Helix einzusteigen, bekommen jetzt die Basenfolge T und so weiter und enden oben jetzt wiederum mit T. Und jetzt gehen wir runter, starten mit A, lesen die Basenfolge ab und kommen hier unten auch wieder auf A. Und wenn wir uns das anschauen, ergibt sich hier ein entgegengesetztes
wir sagen dazu antiparalleles Ableseverhalten. Wir sehen auch, dass der Code auf der linken wie auf der rechten Seite nicht identisch ist, aber komplementär. Das heißt, wenn wir die eine Seite des Codes haben, können wir die andere Seite des Codes ergänzen. Diese Antiparallelität der Stränge möchte ich euch jetzt kurz an der chemischen Struktur nochmal zeigen. Ihr seht jetzt hier wieder unser 5-Phosphat und unsere 3-OH-Gruppe. Und auf der Gegenseite genau umgekehrt unsere 5-OH-Gruppe und unsere 3-OH-Gruppe. Das heißt, die Stränge in der DNA sind genau antiparallel zueinander angeordnet. In der Mitte sehen wir jetzt wieder unsere Ebenen, Nukleinbasen, unsere Purin- und unsere Pyrimidinbasen. Hier einmal die 2-Ring-Systeme und einmal die Ein-Ring-Systeme. Und man sieht hier auch schon, dass die Raumbeanspruchung unterschiedlich ist. Auf das möchte ich später kurz etwas zu sprechen kommen. Aber schauen wir uns noch kurz das Ganze in einer dreidimensionalen Simulation an. Hier sehen wir in Orange, dass ein Strang geht von 5' nach 3'. Das ist der orangene. Und der grüne geht von 5' nach 3' in die entgegengesetzte Richtung. Ich hoffe, du hattest nicht nur Spaß beim Basteln, sondern konntest auch ein gutes Gefühl für die Struktur der DNA entwickeln. Unser heutiges Modell ist stark vereinfacht, aber im nächsten Teil zeige ich dir, wie flexibel die DNA wirklich ist und wie sie sich Stück für Stück zu einem biologisch funktionierenden System zusammenfügt. Wenn du das nicht verpassen möchtest, dann abonniere hier am besten meinen Kanal und drücke den Abo-Button, dann bleibst du immer auf dem Laufenden und erfährst, wenn ich ein neues Video habe. Zusätzlich würde ich mich freuen, wenn du mir einen Daumen hoch geben könntest. Das unterstützt meinen Kanal sehr. Und ich möchte nicht noch darauf hinweisen, dass ich gerade ein Video zur Chiralität mache. Ein echt spannendes Thema. Du wirst hier bald ein Video zum Falltetraeder finden, der dir die Chiralität gut erklären wird. Also, bleib dran und viel Freude beim Erkunden der Biomoleküle des Lebens mit Wissenschips.